Zuvor bei der 500-Euro-Challenge. Oh, das ist ein Zettelgewuschel, hey. Ei, die Herren. Ach du meine Güte. Dauert 2 Stunden, um Gottes Willen. Ich check gar nichts. Ford Mondeo ist immer noch besser als Fahrradfahren. Oder Alfa Romeo. Ja, sau schwer die Aufgaben. Das ist ein völliger Lug und Betrug. Fußgänger auf der 471. Holger, suchst du was oder ist dein Auto kaputt? Wir sind auf die Idee gekommen, dass es Trimmlichtpfad Brustdrücken heißen könnte. Und wie findest du das? Scheiße. Schon, ja. Ich bin krank und habe keine Lust zum Laufen. Ja. 1, 2. Damit keiner einschläft, schauen wir mal, was Holger macht. Eigentlich hätte man den Trimmlichtpfad auch mit dem Auto fahren können, ja. Finde ich auch. War jetzt nicht so schwer, oder? Also liebe Petra, die Aufgaben sind wirklich ein Witz. Das hätte ruhig ein bisschen schwerer sein können. Oh, wirklich? Bist du nicht derselbe Holger, der gesagt hat... Ja, sau schwer die Aufgaben. Das ist nicht ganz einfach. Und nicht als Auswärtiger ist das natürlich doppelt schwer. So, ja, ich bin ja schon schwer enttäuscht, diese Aufgaben. Das ist ja wohl was für einen 5-Jährigen, ne? Vorschulkind, ne? Und nicht lesen kann. Na gut. Ich kann's nicht mehr hören. Ralf, bitte übernehm mal. So, Bauernhofmuseum Jexhof. Schauen wir mal, was die Aufgabe ist. Wann wurde der Hof erstmals erwähnt? 1433 wurde erstmals eine Verkaufsurkunde erwähnt. Wie lautet die genaue Übersetzung? Ein vorderer Yxhof. Eigentlich ist es der vordere Achselhöhlenhof. Zu sehen, wenn man Yxhof mit Yxen ergänzt. Ich war der Einzige, der das begriffen hat. Wie viele Ringe gibt es am Baumstamm? Okay, Baumstamm. Schauen wir doch mal, ob das vielleicht der Ring am Baumstamm sein soll. Also wir nehmen den mal, sonst haben wir ja nichts. So, ab zum Auto. Während Ralf seinen Kameramann vergisst, findet Jochen endlich die ersten Aufgaben. Hopp. Ich denke, wir sind ungefähr halb durch. Zumindest hoffe ich das mal. Während Jochen sich abrackert, habe ich einen Grund zum Lächeln. Freundliches Gesicht. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Guck mal. Der ist witzig. Du musst schnell aussteigen und ein Foto machen. So, ab dem Ortsschild. Das heißt, der rechts zählt noch nicht. Okay, zählen die Kleinen auch? Gehen wir mal davon aus. 1, 2. Haben wir schon mal gesehen und ist langweilig. Wo ist Holger? Yoga. Husch zu. Was ist die Hauptfarbe von Yoga Buddy? Schau aus. Ja, lila. Lila. Damit Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Also passt. passt nächstes Ding. Jo. Ab zum Vogelpark. Moment. Zuerst geht es zurück zu einem, der wirklich Sport macht. In 7 Minuten sind die 2 Stunden vorbei. Komm, beeilen wir uns lieber. Zwischenmeldung Station 527. Und go. Währenddessen kommt Ralf bei der Aufgabe an, die Jochen nicht verstehen wird. Park dort, wo man vieles machen kann. Kultur, Sport und noch vieles mehr haben wir. Begebt euch dorthin, wo man Höhenluft schnuppern kann, ohne abzustürzen. Das ist die Kletterinsel. Dann gehen wir mal zur Kletterinsel. Na, da würde ich doch mal sagen, das sind die Gründe hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Gut, 17 Gründe. Zusatzaufgabe, welcher Baum wurde wann gepflanzt? Baumpatenschaft. Okay, hier gibt es Baumpatenschaften. So, also Baumpatenschaften haben wir keine gefunden, aber schauen wir mal, was die nächste Aufgabe ist. Während er das tut, wiederholt Holger Lehrstoff des Kindergartens. 1, 2, 3, Von 1 bis 10 zählen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 reale Bilder. Zusatzaufgabe schwer. Was ist das genau? Also Zusatzaufgabe. Was ist das genau? Zeig mal, was ist denn das? Spielt? Ah ja. Ja, was ist das? Das sind Vögel, ne? Holger wollte den Vogel so unbedingt finden, dass es mir die Zeit gab, einen Anruf zu tätigen, gerade als Ralf den Start des richtigen Trimmlichtpfades gefunden hat. Tag. Du, ihr hängt's doch bei der Nummer 4 fest, oder? Tja, wie viel gibt ihr uns, wenn wir euch sagen, wo es ist? Du kannst mich mal, ich laufe gerade. Wie du laufst gerade. Ja, ich weiß, wo es ist. So? Na dann. Und tschüss. Und tschüss. Sind am Laufen, aber sie wissen es leider, also lass uns schnell weiter. Und dann sah ich etwas wirklich Hässliches. Oh nein. Schau mal, wer da steht. Das ist Holgers Auto. Ich mach jetzt keinen Rad. Es wird ein bisschen Arbeit für ihn, bis er weiterfährt. Aber ich glaube, wir haben alles. Während Jochen wegfährt, war es endlich möglich, Holgers Vogel einen Namen zu geben. Ja, das ist klar, ist logisch, ein Inka-Seeschwalbe. Weißt du, wie das man, kennt ne? eigentlich? Inka-Seeschwalbe. Nee, ich Weißt du, gar wie das nicht. Kind? Läuft. Ralf, strengst du dich auch schön an? Ja. Okay, dann mach weiter. Nur für die Kamera. Aber nur einen, ja? Bin krank. Naja, könnte schlimmer sein. Tja, Oh nee, jetzt kann ich mal Radio hören oder was? Das ist doch Kacke, oder? Den Knall? Das gab uns genug Zeit, um zum Minigolfplatz zu fahren. Also hier heißt es, wir sollen rausfinden, wie lange es dauern würde, alles zu spielen am Minigolfplatz. Hier steht Miniatur 1 Stunde, Filz 2 und die beliebte 1,5 Stunden, also insgesamt 4,5. Das muss die Antwort sein. Nicht witzig, wo ist die Antenne von Holger? Ich frag mich, wo sie ist. Doch ich bin noch dicht auf den Fersen. so, jetzt haben wir hier so ein bisschen Miese Laune. diese Laune. Radio geht nicht mehr, Antenne Radio fehlt. nicht. Ja. Also das ist als Diebstahl. Ein dringender Tatverdacht, den habe ich auch schon. Ja, wir haben hier einen Beweis, ne? Ja. So. Haben wir hier Antenne geklaut, ne? Ja. Unsere beste Verteidigungsmöglichkeit? Die Flucht. Weit weg. Wir fuhren ganz ans andere Ende der Challenge-Zone Richtung Wexhof. Ralf kämpft sich in der Zwischenzeit weiter durch die Aufgaben des Trimmdichtpfades. Slalom laufen auch noch. Geschafft! Sprint am Berg, habt ihr einen Schaden? Voller Wut wegen seiner Antenne fliegt Holger durch die Challenges. Zuerst beim Minigolf. Welche Farbe hat der Rock der Frau, die am Eingang spielt? Der Rock ist Bronze. Das sieht man ja sofort, ne? Genau, also Miniatur 1 Stunde, Filz 2 Stunden und Betonbahn 1,5 Stunden. Dann bei den Skulpturen. Der Hochstapler ist die Schildkröte, klar.
1, 2, 3 aufgestapelt. Somit haben wir die Frage auch schon beantwortet. Und dann bei der Sparkasse. Unabhängig ist einfach. 125 Jahre Sparkasse. Ja. Okay, gut. Er wurde sogar zum Rennfahrer. Launch Control, Achtung. Wow, von 0 auf 60, 10 Sekunden. Wir sind inzwischen in Schöngeising und dann beim Jexhof angekommen. Also die Antworten, die wir finden müssen, hier auf dem Zettel stehen alle hier in diesem kleinen Text. Und nachdem wir als einzige den echten Achselhöhlenhof besucht haben, Aber das heißt, dass wir dann zum Zielpunkt fahren werden, wo sich im Sommer die Leute tümmeln, um das Kühle von außen und innen zu genießen. Unweit der vielbefahrenen Bundesstraße nahe dem Örtchen, welches die zweite Heimat umgibt. Parkplatz. Emmeringer See, okay. auf dem Weg zurück müssen wir nur noch die Bäume zählen. So, Also ganz klar, Eisenrudi, das ist ein Fiat Barchetta. Und die Farbe, würde ich sagen, ist ja, schwarz-silber. schwarz, grau, Anthrazit würde ich mal vorschlagen, ist die Farbe. Holger hat sein letztes Ziel erreicht. Und er macht sich auch auf den Weg. Wohin, Holger? Das könnte Parkplatz Emmeringer See bedeuten, oder? Ralf ist endlich den Trimm-dich-Pfad fertig gelaufen und ist auch bei der letzten Aufgabe. Unsere letzte Aufgabe, die Halle in Emmering. Da sind wir, unser zweites Zuhause sozusagen. Und das Foto geht auf die andere Straßenseite rüber. Das machen wir jetzt noch. Dann sind wir durch. Dann kriege ich jetzt meinen Zielortumschlag. Das wird wahrscheinlich der Parkplatz Emmeringer See sein. Na dann los. Aber wir sind mit Bäumezählen fertig und fliegen Richtung Ziel. Hoffen, dass die anderen nicht da sind. Ich würde wirklich gerne ein paar Punkte gut machen, dadurch, dass wir eine eben nicht haben und vielleicht irgendwo ein paar Fehler eingebaut haben. Jedoch Wir sind von der ganz drüberen Seite zur ganz drüberen Seite gefahren, um auf den blöden Jexhof zu kommen. Muss man dann Zettel mal wieder geben. Ich kann auch nicht drauf. Stunden später. Nein, wie viel war es wirklich? Hinterm Holger Lass mir mal die Zeit. 17. 17 Minuten ungefähr. Ja. Bei dir? 47. 37. 37? Wer denkt sich sowas aus, dass wir einen Trimm-dich-Pfad laufen müssen? Ja, bin ich mal gespannt. Wer hat die Auswertungen? So, wie habt ihr euch geschlagen? Naja, schauen wir mal. Naja, Nicht so. ich mache das jetzt einfach mal kurz und schmerzlos. Oh Gott. Wir haben mit ein paar Missgeschicken einen grandiosen dritten Platz mit 21 Punkten, der steht hier. Und auf Platz 1 und Platz 2 war es ziemlich knapp mit einem Punkt Unterschied. Und zwar hat 27 Punkte der Holger und 28 Punkte. Holger! Ich sag nichts mehr. War dann eindeutig der Es ist Zeitbonus. nur noch ein. Wir machen die immer? Loser! Ja, okay. Wenn ich zum komplett Geht hier nicht mit richtigen Dingen zu, ist mir sowieso klar. So, und jetzt fahre ich jetzt auf alle Fälle, Jungs. Ja, jetzt passt Ja, auf. dann fahr mal, genau. Ja, Und so. tschüss, bis zum nächsten Mal. Erstaunlicherweise haben alle Autos diese langen Fahrten überstanden. Hoppala. Hat ja voll geklappt bei dir. Ja, nein, aber knapp geschlagen. Wie war das bei euch bei der Bierkasten-Challenge? War ja auch ein Punkt Das Unterschied. war ein Punkt, das war Ja. wirklich knapp. Naja, wenn ich sag alle, Jungs, ich glaube, ich habe ein Problem. Holger? Mein Auto geht nicht mehr. Der Ford! Ein Auto voller Qualität! Kaputt. Die sage, das schaut aus wie ein Christbaum, da hätte ich nicht Geld. Ja, alles im Arsch. Das war's jetzt dann. Und Holger, funktioniert's? Nein, geht jetzt irgendwas oder wie? nein, ich Ja. glaube, mein Auto ist tot. Ende. Du musst Okay. es aber zum Laufen kriegen. Ja, das war's dann wohl. Aber wie war das eigentlich, wenn irgendjemand liegen bleibt, bleibt er normalerweise einfach zurück, oder? Und wir machen weiter. Denn hier kommt nämlich unsere neue Challenge. Ja, vielleicht kannst du es ja noch aufreißen.
Schauen wir mal, Vielleicht braucht er einen Motor nicht. vielleicht müssen wir wieder in den Trimmdichtpfad laufen. Oh nein. Okay. Hey Holger, du hast eine Chance. Ja, du musst nicht fahren dazu. Du musst nicht fahren, was denn? Na, man kann es auch entschieden. Präsentiert eure Autos und fragt Fußgänger, welchen sie bevorzugen. Ihr bekommt einen Punkt pro Pick. Fragt die Passanten zusätzlich, wie viel sie denken, dass ihr für eure Autos bezahlt habt. Ist der Durchschnitt über eurem Preis, bekommt ihr einen Punkt pro 10 Euro teurer. Okay. Da kannst du rausholen. Jetzt nicht mehr. Aber wieso? Die müssen ja nicht mitkriegen, dass er nicht fährt. Du musst ihn nur irgendwie hinkriegen. Also wir lassen ihn dann zurück, wie üblich, gell? Also Holger, reparier schön, ja. Ciao. Ciao. Ja, wir schauen.